Mein Abenteuer mit der neuen Wohnung. Letzten Sommer habe ich beschlossen, meine Wohnung zu renovieren. Ich wollte etwas Neues in meinem Leben und habe gedacht, dass eine frische Wohnung genau das Richtige ist. Es hat alles in meinem kleinen Wohnzimmer begonnen. Der Anfang im Chaos. Am ersten Tag habe ich die Möbel zur Seite geschoben und die Wände angestarrt. Alles war alt und langweilig. Das muss sich ändern, habe ich mir gesagt. Also bin ich in den Baumarkt gefahren und habe Farbe gekauft. Ein helles Gelb, weil ich dachte, das macht gute Laune. Zu Hause habe ich den Pinsel in die Hand genommen und losgelegt. Es hat Spaß gemacht, aber auch viel Zeit gekostet. Nach ein paar Stunden war ich voller Farbe, auf den Händen, im Gesicht, sogar in den Haaren. Mein Freund hat gelacht und gesagt: „Du siehst aus wie ein Kunstwerk." Probleme mit der Küche. Nach dem Wohnzimmer bin ich in die Küche gegangen. Die Schränke waren alt und ich habe beschlossen, sie abzuschleifen und neu zu streichen. Aber dann ist etwas Schlimmes passiert. Der Schleifer hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Ich habe versucht, ihn zu reparieren, aber nichts hat geholfen. »Was machst du denn da?« hat meine Nachbarin gefragt, als sie den Lärm gehört hat. »Ich renoviere«, habe ich geantwortet. Sie hat gelächelt und gesagt: »Komm, ich habe einen besseren Schleifer. Ich helfe dir.« Mit ihrer Hilfe habe ich die Schränke in einem Tag fertiggestellt. Die Überraschung im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer hatte ich eine richtig große Überraschung. Als ich den alten Teppich weggezogen habe, habe ich einen wunderschönen Holzboden entdeckt. Warum hat das niemand mir erzählt? Habe ich mich gewundert. Der Boden war ein bisschen dreckig, aber nach ein bisschen Arbeit hat er geleuchtet. Meine Schwester ist vorbeigekommen und hat gesagt: »Wow, das sieht ja aus wie in einer Zeitschrift.« Wir haben dann zusammen das Bett neu bezogen und die Vorhänge aufgehängt. Es hat sich wie ein neuer Raum angefühlt. Der stolze Moment. Nach 2 Wochen harter Arbeit habe ich endlich fertiggestellt. Ich bin durch die Wohnung gegangen und habe alles angeschaut. Die gelben Wände, die weißen Schränke, der glänzende Boden. Das habe ich wirklich selbst gemacht, habe ich gedacht. Am Abend habe ich meine Freunde eingeladen. Das ist unglaublich, haben sie gesagt. Wir haben Pizza gegessen, Musik gehört und bis Mitternacht gelacht. Es war der perfekte Abschluss für mein Projekt. Was ich gelernt habe. Ich habe gemerkt, kleine Änderungen machen einen großen Unterschied. Manchmal braucht man Hilfe von anderen. Geduld ist wichtig, auch wenn etwas schief geht. Am Ende fühlt sich der Aufwand immer lohnenswert an. Wichtige Sprachstrukturen in dieser Geschichte. Verben im Perfekt mit haben und an sein, gemacht haben, beschlossen haben, gegangen sein, gekauft haben. Alltagsvokabular. Wohnung, Möbel, Farbe, Pinsel, Küche, Schränke, Boden. Zeitliche Ausdrücke. Letzten Sommer, am ersten Tag, nach ein paar Stunden, am Ende. Gefühlsausdrücke. Spaß, langweilig, stolz, unglaublich, überrascht. Häufige Redewendungen. Das muss sich ändern. Das sieht ja aus wie: Was machst du denn da? Es hat sich angefühlt wie Verben mit Präpositionen, loslegen mit, anstarren auf, vorbeikommen bei, fertigstellen mit.